ist es normal, dass man ständig DC bekommt, wenn man in einem Dungeon ist, zum Beispiel Dekans Mine? Das ist eine gute Frage, das wüsste ich ja auch gern tatsächlich. Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Das weiß ich nicht, Drachenix, ob das normal ist. Ich kann dir nur sagen, also bei Flyf ist es grundsätzlich, glaube ich, so, dass es nicht wirklich unterschieden wird, ob du in einem Dungeon bist oder in deinem Haus zum Beispiel. Also ich glaube, alles, was nicht Open World ist, ist irgendwie, also eine Instanz halt in irgendeiner Form. Aber ich meine jetzt die Sachen, die quasi nicht mit Cooldown sind, also Clockbox und Red Meteor und so, da ist es auf jeden Fall nicht so, weil das mache ich ja jeden Tag und da habe ich eigentlich nie DC. Oder sehr, sehr selten. Gala hastig und DC dich in meinem Tower beim Geek. Ja, Tower wäre aber auch wieder sowas, was eigentlich eher nicht passieren sollte. Also, was ich nur sagen wollte, war, mir ist nur aufgefallen, dass immer im Haus, habe ich auch schon öfter gesagt, ist auch schon ein paar Mal im Stream passiert, obwohl ich da immer nur saukurz im Haus bin. Also gut, jetzt bin ich aktuell nicht mehr so viel in meinem Haus, das ist in letzter Zeit nicht mehr so oft passiert, weil ich wirklich immer nur ganz, ganz kurz drin bin und kurz meine Drop-NPCs aufstelle. Drop- und Damage-NPC für fucking 5 Sekunden. Ich meine, wenn ich da einen DC hätte, das wäre schon geistesgestört in so einer kurzen Zeit, weil ich da echt nur ein paar Sekunden drin bin. Aber als ich noch das mit den Houses gemacht habe, Housing-NPCs, mit den Pets meine ich, Pet-Housing-NPCs, da jedes Mal, wenn ich 10 Minuten, ach nicht mal, 5 Minuten im Haus stand, immer Disconnect. Immer. Das war quasi 99,9%. Und einmal ist da nicht passiert und danach beim nächsten 30 Mal ist wieder passiert. Weil manchmal war ich halt 1, 2 Minuten zu früh oder auch mal 5 oder 10 Minuten zu früh im Cooldown. Oder war halt schon ready. Ich meine, irgendwann habe ich es dann eh nicht mehr gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, ich kriege die ganze Zeit DC, wenn ich das mache. Habe mich dann immer vors Haus gestellt und gewartet, bis tatsächlich die Zeit um ist. Also wenn ich gesehen habe, okay, es sind noch 2 Minuten, dann bin ich wieder aus dem Haus raus, um eben zu verhindern, dass ich wieder einen Disconnect hatte. Weil das Nervige daran beim Haus zusätzlich, deswegen hat es sich da noch so viel mehr getriggert oder gestört war, oder ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ehrlich gesagt, aber ich glaube schon. Es gab, glaube ich, sogar eine Suggestion, die vorgeschlagen hat, dass man nach dem Disconnect nicht mehr vor seinem Haus, nicht mehr in Nordflaris spawnt, sondern vor seinem Haus. Denn eben, wenn du in einem Haus einen Disconnect hast, dann spawnst du nicht vor dem Haus, sondern einfach in Nordflaris. Und musst dann immer noch mal zum Housing-NPC zurücklaufen. Und das ist schon ultra der Abfuck. Und deswegen ist es mir da so penetrant aufgefallen. Und da war es halt echt, wie gesagt, fast jedes Mal. Sobald du da ein paar Minuten drin standest in einem Haus, immer Disconnect. Aber Dekans Mine, also wie gesagt, ist zwar sowas ähnliches wie das Haus, theoretisch. Es ist nicht Open World. Und es ist auch nicht time-limited. Also nicht instanziert oder wie auch immer das heißt. Deswegen kann ich es da nicht sagen. Also da soll es eigentlich nicht so sein. Ich meine, gut, Dekans Mine und Volcano Dungeon ist theoretisch das gleiche. Vom Prinzip. Da bin ich auch jeden Tag drin. Zwar auch nur ganz kurz, bis ich dann beim Boss bin, der wiederum time-limited ist. Aber da soll es eigentlich eher nicht passieren. Alle 20 Sekunden DC. Ja gut, so schlimm ist es nicht mal im Haus tatsächlich. Na, da kann ich es dir nicht sagen. Ich weiß nur, wie gesagt, vom Haus, dass es da wirklich penetrant war. Ob es immer noch genauso penetrant ist, weiß ich nicht. Ich habe überlegt, ob ich wieder mit Pet Housing ein bisschen anfange. Die Preise sind immer noch weiter ein bisschen am Droppen, aber nicht allzu sehr. Sind nur noch bei 90 Mio, glaube ich, rund. 90 bis 100. Also es lohnt sich eigentlich immer noch tatsächlich. Deswegen bin ich momentan am Überlegen, ob ich wieder damit anfangen. Bis FEC. Aber mal schauen. Ich denke, es geht eher um das AFK-Sein. Ja, aber 20 Sekunden. 20 Sekunden, das ist ja nix. Das ist ja aufstehen, Licht anmachen, Fenster auf, was zu trinken holen, Disconnect. Stehen bleiben, Toilette gehen, Disconnect. Das kann ja nicht sein. Also ja, kann schon sein, dass natürlich eher die Chars D10 die AFK sind,
Aber von der Logik her... Also schau mal, du musst mal überlegen, wenn das wirklich jetzt so wäre, um zum Beispiel die Serverlast zu vermindern, warum sollte es dich dann nur in Dungeons treffen? Dann würden sie doch jeden disconnecten, der AFK ist. Und das machen sie ja offensichtlich nicht. Also wie gesagt, also beim Housing ist es schon ein sehr spezifisches Problem. Aber sonst, also wenn das wirklich der Grund wäre, dass sie sagen würden, ja, jeder, der für ein paar Minuten AFK ist, soll sich gefälligst verpissen, so ungefähr, dann müssten sie das überall machen. Also bin ich der festen Überzeugung. Also ich glaube, teilweise ist es doch einfach nur Pech. Ehrlich gesagt. Teilweise. Außer beim Housing. Da bin ich der festen Überzeugung, dass es kein Pech ist. Das ist irgendwie einfach nur verbuggt. Aber sonst überall würde ich sagen, ist es dann eher Pech.